In den nächsten 30 Minuten erfahren Sie, was Neurofeedback eigentlich ist, wie es funktioniert und was die zugrunde liegenden Wirkmechanismen sind. Ein renommierter Praxisinhaber und eine erfahrene Therapeutin berichten, wie sich Neurofeedback in den Praxisalltag integrieren lässt. Sehen Sie, welche Vorteile Neurofeedback bietet und wie sowohl Patientinnen und Patienten als auch Therapeutinnen und Therapeuten davon profitieren. Hallo Josfa, grüß dich. Hallo. Danke. Geht's dir gut? Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass die Kinder sozusagen vor einem Monitor sitzen oder die Erwachsenen und diese Symptome einfach langsam besser werden. Das ist für mich hoch beeindruckend. Aber dann hat es seinen Controller abgesenkt, hat mich angeschaut und gesagt, ich bin nicht mehr so wütend. Und das war in dem Moment für mich ganz unglaublich. Mein Name ist Thilo Pallox. Ich bin Kinder-, Erwachsenen- und Jugendlichenpsychiater und Psychotherapeut und habe eine große Sozialpsychiatriepraxis in München mit mehreren Angestellten. Und man kann sich das so vorstellen wie eine hausärztlich geführte Wiedervorstellungspraxis auf dem psychosozialen Sektor. Die Patienten nehmen das Angebot einer Neurofeedback-Behandlung eigentlich sehr gut an. Viele kommen auch direkt mit dieser Fragestellung und sagen, sie haben schon so viel anderes ausprobiert und wollen jetzt gerne Neurofeedback-Training probieren. Bei unterschiedlichsten Fragestellungen, auch bei erwachsenen Patienten und Patientinnen. Das Schöne ist, dass Neurofeedback-Training sehr leicht zu etablieren ist. Man braucht sehr wenig Gerätschaften. Man kann das auch alles wegräumen und sozusagen den Raum auch für andere diagnostische oder therapeutische Zwecke nutzen. Es ist eine ganz kleine Apparatur. Man braucht einen größeren Fernsehmonitor, der aber ja nicht viel Platz wegnimmt. Und insofern war das innerhalb von ein paar Stunden erledigt. EEG-Elektroden am Kopf der Patientin bzw. dem Patienten messen die Gehirnaktivität bzw. genauer gesagt klitzekleine Spannungsveränderungen über die Zeit. Diese Signale werden mit Hilfe des EEG-Verstärkers NeuroM verstärkt und an die Neurofeedback-Software Signet oder B-Lab übertragen. Dort kann sich die Therapeutin oder der Therapeut einen ersten Eindruck über die Signale verschaffen. Die Software extrahiert bestimmte Parameter, die der Patientin bzw. dem Patienten als Feedback visuell auditiv oder auch taktil wiedergespiegelt werden. Wie bei einem Regelkreis lernt das Gehirn durch die Feedback-Parameter, die eigene Aktivität zu verändern. Ich bin Charlotte Wolf und ich arbeite als Neurofeedback-Therapeutin in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis, was eine wunderschöne Zusammenarbeit auch ist, interdisziplinär, wo Kinder therapeutisch gut aufgehoben sind und dann gewinnbringend ergänzend mit Neurofeedback auch arbeiten können. Also nachdem ich davon gehört hatte, hat es mich nicht mehr losgelassen. Und als Physiotherapeutin war ich immer schon interessiert auch an anderen Behandlungsansätzen. Und dieses direkte Ansprechen des Gehirns, also unsere Steuerzentrale, die all unsere komplizierten Vorgänge regelt und unsere Gefühle und Gedanken, also dass wir Fertigkeiten uns aneignen können, Fähigkeiten haben, das hat mich fasziniert. Und so erkennt das Gehirn seine Aktivität und kann das einordnen und auch verändern. Also lernen, sich selber zu regulieren. Man kann sich das vorstellen, das ist, als ob man dem Gehirn einen Spiegel vorhält und es schaut rein, sieht sich, erkennt, oh, da ist was, was mich stört. Das ist hier, also tue ich es weg. Ja, und reguliert es. Und um dahin zu kommen, also um den Prozess beginnen zu können, ist es aber wichtig, vorher im Gespräch und die Symptome auch zu erfragen und herauszufinden, wie und wo trainiere ich bei diesem oder dieser Patientin. Und da schauen wir auf Kategorien wie ist das Erregungslevel oder wie ist die Erregbarkeit, also liegen Instabilitäten vor, gibt es enthemmte, also unreife Verhaltensweisen oder sogar lokale Dysfunktionen durch
Verletzungen im Gehirn oder eben diese erlernten Ängste und Verhaltensweisen, die störend im Alltag sind. Und wenn man das hat, weiß man, wie der individuelle Behandlungsplan aussieht. Versuchen wir den Wirkmechanismus von Neurofeedback besser zu verstehen und was das alles mit der Selbstregulierungsfähigkeit unseres Gehirns zu tun hat. Unser Gehirn befindet sich immer in einem bestimmten Erregungszustand. Ein besonders niedriger Erregungszustand ist vergleichbar einer starken Müdigkeit. Ein besonders hoher mit einer Angst- oder Paniksituation. All diese Zustände werden in den entsprechenden Situationen benötigt. Aber nur, wenn wir uns auf einem optimalen Erregungslevel befinden, können wir uns gut konzentrieren, eine gute Leistung erbringen und trotzdem entspannt unseren Alltag meistern. Neurofeedback ermöglicht es dem Gehirn, wieder eigenständig zwischen den unterschiedlichen Erregungszuständen zu wechseln. Damit lernt das Gehirn wieder je nach Situation das dafür geeignete Erregungslevel zu erreichen. Es lernt, sich selbst besser zu regulieren oder anders ausgedrückt, die Selbstregulierungsfähigkeit des Gehirns wird verbessert. Wir arbeiten seit 2014 in dieser Praxis mit Neurofeedback. Ich habe Neurofeedback in meiner Praxis eingeführt, weil ich von Kollegen mitbekommen habe und auch von Ergotherapeuten, wie effektiv das ist. Habe mich dann dafür interessiert, habe eine Ausbildung darin gemacht und auch eine Psychologin aus meiner Praxis mitgenommen zu dieser Ausbildung und war dann eigentlich sehr überzeugt von dieser Methode und wollte das unbedingt selber auch mal ausprobieren. Und gleichzeitig habe ich auch in einem Artikel in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Fachzeitschrift gelesen, dass das auch bei Kinderpsychiatern eingesetzt wird. Ich habe mich bewusst für die ILF-Methode entschieden. Das steht für Infra-Low Frequency, weil das eine Methode ist, die einzige ist jetzt in unserer Praxis bei dem Spektrum, was wir anbieten, wo die Kinder mal nichts leisten müssen. Das heißt, sie dürfen dann mal fernsehen und unbewusst wird durch diese Trainingsmethode alles, was man da durchführt, sozusagen besser. Das ist also gut fürs Selbstwertgefühl und die Effekte sind durchaus da, vor allem eben bei den Krankheitsbildern ADHS, ADS und Komorbiditäten. Neurofeedback kann als Werkzeug in der Therapie eingesetzt werden. Oft ist ja Verhaltenstherapie ein gängiges probates Mittel oder auch Ergotherapie, tiefenpsychologische Therapie und Neurofeedback-Training ist zum Beispiel ein Baustein, den man manchmal anwenden kann. Und gerade bei den ADHS-Fragestellungen mit den Komorbiditäten erleben wir das als sehr effektiv. Ich integriere gerne andere Dinge im Neurofeedback. Am häufigsten progressive Muskelentspannung, Atemtechniken, Bodyscan, Imaginationen und wenn die Zeit da ist, auch körpertherapeutische Arbeit oder kraniosakrale Techniken. Wir behandeln eigentlich das gesamte Spektrum der kinderpsychiatrischen Krankheitsbilder. Schwerpunkte sind allerdings auch, wie eigentlich überall in Deutschland, bei Kinder- und Jugendpsychiatern ADHS und ADS mit den entsprechenden Komorbiditäten. Und was jetzt auch zugenommen hat, ist zum Beispiel Schulvermeidung. Sehr viele Schulthemen bearbeiten wir. Der Druck in der Gesellschaft wächst. Die Corona-Thematik war ein großes Problem. Also es verändert sich jetzt auch die Klientel und die Fragestellungen anhand der gesellschaftlichen Veränderungen. Wir behandeln auch das gesamte Spektrum, also auch erwachsene psychiatrische Patienten. Wir hatten auch schon eine Patientin mit chronischem Schmerzsyndrom, die davon profitiert hat. Was bei Neurofeedback auch gut ist, ist, dass man das interdisziplinär gut anwenden kann in der Traumatherapie, in der allgemein, auch bei Entwicklungsverzögerungen oder Störungen und ja, Panikattacken, Ängsten, Depressionen. Was mich begeistert, ist diese Direktansprache des Gehirns, dass man ohne Umwege dem Gehirn seine eigene Aktivität zurückmeldet und das Gehirn so die Möglichkeit bekommt, seine Muster, also zu sehen, wie es funktioniert, zu erkennen, damit zu arbeiten und sich dann selber zu regulieren. Und auch während des Prozesses ist es nicht so, dass man
einmal Therapieeinstellungen trifft und dann dabei bleibt, sondern es ist immer eine gewisse Offenheit gefordert, eine Aufmerksamkeit, um die Effekte zu deuten und die Therapieeinstellungen zu optimieren. Und das ist einfach spannend. Was mich auch noch an Neurofeedback begeistert, ist die Möglichkeit, verschiedene Ebenen anzusprechen. Einmal mit dem ILF-Neurofeedback haben wir die Möglichkeit, die also so eine stabile, also physiologisch zu stabilisieren. Wenn eine ausreichende physiologische Stabilisierung stattgefunden hat, können wir über das Synchronietraining Resilienz und Wohlbefinden fördern und über Alpha-Theta-Training auch nicht verarbeitete Erlebnisse aufarbeiten oder anregen, dass sie aufgearbeitet werden. Die Neurofeedback-Therapie wird ganz individuell auf jede Patientin und jeden Patienten abgestimmt und an deren Bedürfnisse und Symptome angepasst. Diese ganz persönliche Herangehensweise. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt, orientiere ich mich an den Symptomen. Ich nutze die Symptome, also ich behandle sie nicht, sondern ich nutze sie und die Informationen aus der Anamnese, um zu sehen, wie funktioniert also das Gehirn, das Nervensystem, und kann dann ganz individuellen Behandlungsplan erstellen. Also physiologisch, aber auch Resilienz, Wohlbefinden, dass man erlernte Ängste und Verhaltensmuster mit Neurofeedback nebenbei angehen kann, die nicht unterdrückt, sondern die bleiben im Bewusstsein, aber so, dass sie Teil der Biografie sind, aber nicht mehr belastend. Und das ist, ja, hat viel Potenzial. Unser Gehirn sucht ständig nach einer Rückmeldung über seinen Einfluss auf die Umwelt. Dabei fragt es sich, habe ich das verursacht? Eine wichtige Voraussetzung für das Neurofeedback ist deshalb, dass das Gehirn Informationen von der Umwelt und dem Körperinneren wahrnimmt und annimmt. Erst durch diese Selbstwahrnehmung können Selbstkorrekturen stattfinden. Neurofeedback hilft dem Gehirn bei diesen Selbstkorrekturen, indem es wie ein Spiegel für das Gehirn ist. Die eigene Gehirnaktivität wird gemessen und grafisch, auditiv oder taktil wiedergegeben. Es verwendet dafür eine nicht-invasive Messmethode. Am Kopf findet nur eine Messung statt. Es werden keine elektrischen Ströme an den Körper abgegeben. Mit Neurofeedback schätze ich sehr, dass ich dem Patienten keine Schablone überstülpen muss. Weil ich eben mit die Symptome nutze und ganz individuell anpasse. Und während des Prozesses auch aufmerksam und offen selber bleiben muss und in der Beobachtung, um die Therapie zu optimieren. Aber gleichzeitig kann ich sagen, ich bin hier, ich beobachte, ich nehme das wahr, aber dein Gehirn tut die Arbeit. Das bin nicht ich, die sagt, wo es lang geht, sondern dein Gehirn gibt dir die Rückmeldung und gibt dir die Zeichen, was es braucht. Und das wird in der Therapie mehr und mehr auch über die verbesserte Eigenwahrnehmung deutlich. Also zentrale Vorteile sind für mich die Herangehensweise, direkt mit dem Gehirn zu arbeiten, die Möglichkeit, wirklich individuell einen Behandlungsplan zu erstellen und den auch im Prozess individuell anzupassen. Auch die Freude, den Spaß, also eigentlich nebenbei, während man ein Spiel spielt oder einen Fernseher schaut, zu arbeiten, zu trainieren und die Funktion des Gehirns so verbessern zu können. Es gibt viele Gründe, von Neurofeedback begeistert zu sein. Die Patienten nehmen das Angebot einer Neurofeedback-Behandlung eigentlich sehr gut an. Viele kommen auch direkt mit dieser Fragestellung und sagen, sie haben schon so viel anderes ausprobiert und wollen jetzt gerne ein Neurofeedback-Training probieren. Bei unterschiedlichsten Fragestellungen, auch bei erwachsenen Patienten und Patientinnen. Also meinen Patienten bringt Neurofeedback eine Verbesserung ihrer exekutiven Funktionen, meistens der Konzentration. Also ich beziehe mich jetzt auf ADHS, ADS und die entsprechenden Komorbiditäten.
Das Selbstwertgefühl steigt, die schulischen Leistungen werden oft besser, die Hausaufgaben gehen leichter, es gibt nicht mehr so viele Kämpfe zwischen Eltern und Kindern, was die Schulthemen anbelangt. Die Schule ist da nicht mehr so ein überwältiges Thema. Gleichzeitig kann man während des Neurofeedback-Trainings auch manchmal andere Gespräche noch einbringen. Wir binden das immer ein in ein gesamtverhaltenstherapeutisches Konzept, sodass man auch mal Konflikte, die im Alltag entstanden sind, auch mal mit besprechen kann. Also typische Erfolge nach Behandlung sind verbesserte Aufmerksamkeit und Konzentration, verbesserte Struktur und Organisation, eine mentale und körperliche Entspannung, innere Ruhe, auch Schmerzfreiheit oder Linderung bei Kopfschmerzen, bei Tinnitus, dass er nicht mehr so auffällt oder sogar verschwindet, oder auch bei den Bettnässern hat es immer gut funktioniert. Schlaf, dass die Schlafqualität sich verbessert, also das Einschlafen, Durchschlafen gut funktioniert und die dann erholt aufwachen. Kindern macht es richtig großen Spaß in der Regel. Kinder kommen und in dem geschützten Raum können die sich auch sehr gut in diese Therapie, also sehr gut fallen lassen und sehr gut eintauchen. Kinder äußern sich gerne verbal, habe ich erlebt, über wow, toll, cool, das macht viel Spaß, das möchte ich das nächste Mal auch wieder spielen. Ich freue mich, wenn ich wiederkomme, höre ich auch. Und am Ende gar nicht so selten, was? Nur noch 5 Minuten, nur noch 5 Minuten. Das sind die Kinder. Bei den Jugendlichen, die sind nicht mehr ganz so offenherzig, die sind eher zurückhaltender. Aber auch die berichten mir, dass sie gerne kommen und sich entspannter fühlen, auch dass sie sich wacher und klarer fühlen und das einfach gut finden. Also gerade eben war ein Kind da, das jetzt einen Fußballwettbewerb hat, ein Fußballspiel und mir gesagt hat, also nach jeder Sitzung bin ich so klar und wach. Und die letzte Woche hat es mir so bei dem Spiel geholfen, das wird heute auch so. Ja. Möchten Sie mehr über Neurofeedback erfahren? Dann wenden Sie sich an uns. Gemeinsam mit unserem wissenschaftlichen Team und einem großen Netzwerk an erfahrenen Therapeutinnen und Therapeuten möchten wir gerne versuchen, Ihre Fragen zu beantworten und wir freuen uns über Ihr Feedback. Sie finden uns unter www.bimedic.com.